Wir starten in Ramadan Tag 3 und Alhamdulillah, heute ist ein guter Tag. Fängt auf jeden Fall gut an, ne? Man weiß ja nie. Nicht groß reden, dann später passiert irgendwie Katastrophensituation. Auf jeden Fall, erstens, ich bin endlich wieder mal ausgeschlafen. Ne, Alhamdulillah, wirklich. Es ist wirklich anstrengend, wenn der Schlaf schlecht ist. Ich sage ja einerseits, ja klar, gute Vorbereitung, ne? Wenn das Baby da ist, dann hat man ja auch nicht mehr so einen guten Schlaf. Aber eben auch ja anstrengend, wenn man nicht ausgeschlafen ist, dann ist man ja tagsüber auch so groggy und so weiter. Also ich bin heute Abend auf der Couch ein bisschen eingeschlafen und dann bin ich aufgestanden, als auch die Kids aufgestanden sind und hier in die Küche gekommen sind. Dann habe ich denen ein Smoothie, Proteinshake, keine Ahnung, wie man es nennen mag, gemacht. Und zwar habe ich reingemacht Kefir, Joghurt, dann die Kefirflasche noch so ausgespült, Haferflocken, dann Proteinpulver, aber das ist reines Molkenprotein, also das ist keine Zusätze, nichts, also wirklich reines Molkenprotein, geschmackslos. Und dann Banane und gefrorene Blaubeeren. Ja, das war's. Hat denen richtig gut geschmeckt. Also da waren ein paar, die meinten dann erstmal so, nee, ich will nur ein bisschen, und dann haben sie es probiert und dann meinten sie, nee, wir wollen noch mal. Also es war auf jeden Fall gut. Es schmeckt amazing. Ne, manchmal ist auch so, auch die Kids haben nicht so wirklich, ne, dadurch, dass man ja extra nachts aufsteht, nicht so wirklich großen Appetit. Und dadurch ist das auch immer ganz praktisch. Hikmet hat natürlich auch Eier gekocht. Ich messe wieder meinen Blutzuckerwert. Der Nüchternwert war heute nach langem das erste Mal wieder gut. Der war nur 90. Der war ja sonst immer so ein bisschen, ne, diese Grenze. Nicht ganz so ideal. Aber gut, dann habe ich eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt ist er 132, auch perfekt. Dann hoffe ich mal, dass das so bleibt. Ich muss halt ja immer noch jetzt ab und zu mal in der Woche messen, kontrollieren. Ich habe das jetzt wieder verpeilt jetzt seit dem letzten Mal. Dabei soll ich meine Werte ja in die Klinik schicken. Meinte sie nach 2 Wochen. Jetzt bin ich wieder spät dran. Ne? Dann habe ich hier gesehen, hier war eine fleißige Biene schon unterwegs und hat hier Hausarbeit gemacht, geputzt, gestaubsaugt, Staub gewischt und so. Und ich nur so, ha? Und dann komme ich in die Küche und ich sehe, Küche ist aufgeräumt. Ja, das freut mich doch. Das ist doch, besser geht's gar nicht. Das ist doch das, was die Mami will. Ein bisschen Unterstützung hier im Haushalt, so dass, wenn ich dann aufstehe, eben nicht in diese Hektik komme und noch erstmal putzen, aufräumen und so weiter muss. Aber ja, wir haben ja auch Wochenende. Es ist ja Samstag. Von daher, die Kids sind ja auch zu Hause, beziehungsweise die sind auch ein Teil am Wochenende im islamischen Unterricht. Also nicht jeder von den Kids, aber ein Teil davon geht also nicht in die Moschee, sondern das ist, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Also das ist so eine weiterführende islamische Schule. Das ist wie so, vorher waren sie wie so in der Grundschule, da sind sie halt zur Moschee in den Koranunterricht, ne, in den Islamunterricht gegangen, und jetzt ist es sowas wie ja, Islamstudium, würde ich es jetzt auch nicht, ne, keine Ahnung, vielleicht hat jemand eine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennt. Auf jeden Fall, ja, können die Kids das entweder 3 Jahre machen oder noch länger. Wenn sie das dann noch länger machen als 3 Jahre, ich glaube, dann wären es 5 oder 6 Jahre, dann können die nämlich später auch selbst in der Moschee Unterricht geben. Deswegen ist es auch ganz praktisch. Also ich sage, ein Teil der Kinder geht da, aber die haben jetzt auch verkürzten Unterricht wegen Ramadan. Aber wer jetzt da ist und so weiter, kann mir nämlich helfen. Deswegen mache ich heute endlich die Pierogi. Ich habe Appetit da drauf. Nicht nur ich, auch die Kinder freuen sich. Ich mache die russische Pierogi. Da war meine Speicherkarte kurz voll und ich musste ein paar Sachen löschen. Und dann auch noch, ne, ich bin morgens aufgewacht und hatte schon die Nachricht von meiner Mitarbeiterin, die meinte, es hat alles gut geklappt mit dem Transfer der Videoclips, ne, damit sie das Video schneiden kann. Der Struggle gestern war ja auch eine Katastrophe, das hat mich ja auch irre gemacht. Und das war dann gleich so eine Erleichterung, oh, das hat alles geklappt. Sie kann das Video schneiden, sie hat alle Dateien bekommen, ohne Probleme diesmal. Und ja, deswegen startet der Tag eben gut. Und ich bin ausgeschlafen und fühle mich fit. Und ich merke das auch total, ne, wenn ich schlecht schlafe, mein Gesicht automatisch. Gestern sah ich auch so aus wie ein Zombie. Ich bin ja generell, so ein blasser Typ. Und dann neige ich auch noch ganz leicht zu Rosacea, also ganz minimal. Ich weiß, dass ich zum Beispiel so keine so groben Peelings im Gesicht benutzen kann, so mit Körnchen und so weiter. Oder irgendwie so mit Bürsten mein Gesicht schrubben, weil dann platzen halt meine Äderchen. Also ich habe so eine leichte Neigung. Jetzt habe ich auch schon mich nachgelesen, weil ich seit der Schwangerschaft so, mein ganzes Kinn ist auch so rot und
und man sieht so meine Äderchen und so weiter. Und dann habe ich nachgelesen, dass es auch durch die Schwangerschaft und durch die Hormone, die Gefäße werden ja erweitert und so weiter und dann ist halt alles auch stärker durchblutet, dass das ja mehr rauskommt und dann hoffentlich dann auch nach der Schwangerschaft wieder weggeht. Aber ich habe halt eben gemerkt, ich habe ja eben, man sieht immer so meine Äderchen an den Augen und die sehen oft dann rot aus, wenn ich nicht ausgeschlafen bin und wie gesagt überall so rote Flecken im Gesicht, durch die Schwangerschaft eben ja nochmal verstärkt. Wir starten mit Pierogi ruskie, also auf Polnisch heißen die auch so. Das sind mit russischer Füllung übersetzt und die sind eben mit einer Kartoffel-Quark-Füllung. Ich weiß nicht, Hikmet hat heute einen Auftrag, ich rufe den mal an, ich weiß nicht, wann der kommt, ob der mir noch so einen Quark mitbringt, weil eigentlich macht man so einen polnischen Quark, der ist halt so ein bisschen fester, ein bisschen trockener rein. Aber man kann auch den normalen Quark oder den körnigen Frischkäse, die schmeiße ich ja auch überall reinmachen. Also das muss man jetzt nicht so genau nehmen. Und dann eben schön viel Zwiebeln und so weiter. Ich habe noch ein bisschen rote Beete da. Die wird auch schon langsam schrumpelig. Deswegen glaube ich, gibt es ja, heute ein komplett polnisches Menü. Ne? Und immer eine polnische rote Beete-Suppe. Pierogi dazu. Salat. Dann gucke ich mal. Ich habe alles da. Ich habe auch noch mal online wieder meinen Einkauf bestellt. Der kommt auch in einer halben Stunde. Eigentlich wollte ich auch eine Biskuitrolle machen, aber ich will nicht übertreiben. Ne? Ich will, wie gesagt, ich will mich nicht so stressen. Ich will so ein bisschen alles chilliger angehen. Ich glaube, die soll wieder eher, weil wie gesagt, es ist ja ganz praktisch, dass wir ja gar nicht so spät das Fastenbrechen haben. Und jetzt Wochenende ist, können die Kids eigentlich wieder, wenn sie wollen, Nachtisch machen. Ich glaube, vielleicht wollen die belgische Waffeln oder so machen. Gucken wir mal. Alles spontan. Wir stressen uns nicht. Und auch, ich mache jetzt auch nicht so eine große Menge von den Pierogi, damit wir da jetzt auch nicht so lange dran sitzen, obwohl ich auch helfende Händchen habe. Aber ja, damit es dennoch ein bisschen schneller geht. Ja, ich wollte nämlich ja eben eine Focaccia ja machen, seit 2 Tagen. Und da will ich den Teig ja auch zeitig machen, weil den Teig werde ich circa 3 bis 4 Mal, kommt drauf an auf die Zeit, wie ich das dann so schaffe, je halbe Stunde dehnen und falten, bevor er dann halt in die Auflaufform kommt. Da muss er auch noch mal liegen und so. Das ist ja auch noch mal ein bisschen so immer nur so diese zeitmäßig, dass man beachtet, dass der Teig dann eine Weile ruht. Deswegen denke ich, mache den Teig als erstes. Pierogi-Teig ist auch super easy. Also starten wir hier und da. Ich gehe erstmal noch eine Runde beten. Sonst ist alles gut. Nur das Wetter ist heute richtig so trüb und müde. Deswegen gut, dass sonst alles gut ist, weil das Wetter drückt einen auch gerade so runter. Also ich gerade auch wieder so, Rücken geht. Ich ziehe mal noch meinen Bauchgurt, diesen Rückengurt noch an. Den habe ich noch vergessen. Kompressionsstrümpfe habe ich angezogen. Ich muss wirklich immer an alles denken. Gut, ja, bevor ich wieder 3 Stunden quatsche, legen wir los, meine Lieben. Hey Siri, stell mir den Timer auf 30 Minuten. Oh, no. Ich will eine andere Schüssel benutzen. Ist in einem Schlagsahnebecher drin, ne? In den Topf da rein. Alles in den Topf. So. Hey Siri, stell mir den Timer auf 30 Minuten. Das ist eigentlich an sich ein Reel für sich, war, wie Tofu einfach hier neben ist und ihre Schüssel ausschlägt.
Da gibt es nichts zu ändern. Nicht länger, also deswegen. Ja. Aber es ist doch viel, habe ich gemacht, ne? Ich glaube, ich hätte doch die kleinere Portion nehmen sollen. Ich habe 1 Kilo Mehl gemacht und die Kartoffelfüllung auch verdoppelt. Die haben schon eher was von Dumplings. Egal. So, wie viele Minuten sind übrig? 4? Oh mein Gott, du denkst, du hast voll viel Zeit. Jetzt habe ich nur die Teig und die Füllung gemacht und die Kinder haben die Pierogi gemacht. Medium hatte eher so die Neigung Dumplings, deswegen die sehen ein bisschen mehr aus wie Dumplings als wie Pierogi, aber ist egal, wie die aussehen. Hauptsache, die schmecken dann. Ich habe jetzt wieder den Salat im Thermomix gemacht, weil, wie gesagt, es ist jetzt auf einmal Hektik geworden. Ich habe polnische rote Beete-Suppe gemacht. Ich habe eine große Menge gemacht, so dass ich morgen keine Suppe mache, also das ist dann Suppe für 2 Tage, weil ich finde vor allem gerade die rote Beete-Suppe, die polnische, die schmeckt am nächsten Tag noch mal besser, wenn die so richtig gut durchzieht. Deswegen so, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Pierogi das sind, sehen wir dann gleich. Ist eine ganze Menge, aber es ist noch ein bisschen Teig und Füllung übrig geblieben, weil ich meinte, sonst wird es halt mit der Zeit ein bisschen knapp. Und das können wir einfach morgen noch mal machen, einfach noch ein paar Pierogi, einfach so als Beilage. Dann schaue ich mal, was ich dann morgen mache, was dazu noch passt. Hektik, so Focaccia muss raus, die ist auch ready, ist richtig fett geworden. Ich habe nämlich aus 1 Kilo Mehl das Ganze gemacht. Also ich hätte schon eigentlich daraus 2 Focaccia machen sollen. Aber Focaccia ist ja halt auch so eben dieses dickere und jetzt nicht wie so ein Fladenbrot. Ne? Nimm mal schon mal Salat verteilen, dann können wir Suppe anrichten und dann können wir pünktlich essen. Wir essen erstmal wieder unsere Suppe und dann geht's ans Beten und danach mache ich die Pierogi einfach ins kochende Wasser. Das bereite ich auch noch schnell vor, weil die gehen ja super schnell. Also die brauchen da ja nur ein paar Minuten. Und dann ist es nämlich ganz praktisch, weil dann kann man die direkt anrichten, weil sonst, wenn man die dann rumliegen lässt, dann kleben die auch noch zusammen. Deswegen direkt dann anrichten, ein bisschen gebratene Zwiebel in Öl. Ich habe so einfach Olivenöl mit bisschen Ghee gemischt. Das kommt dann noch so oben drauf. Das finde ich eigentlich perfekt bei der Füllung. Und das reicht auch schon. Ich denke so, ich darf nicht essen. Aber weiß ich doch gar nicht. Ich kann doch essen. Ja, das ist doch mal eine Focaccia, ne? Willst du die mal direkt? Ich muss mal gucken. Ich habe nicht so viel Olivenöl. Normalerweise muss richtig in Olivenöl schwimmen. Ich glaube, die Ränder sind ein bisschen, dass es hier an den Rändern, dass es hier am Rand ein bisschen klebt, glaube ich. Aber ich habe relativ viel Öl benutzt. Oh, ich hoffe, die klebt unten nicht. Ha. Ja. Lass mal kurz noch mal warten, weil vielleicht ist noch mal, weißt du, ein bisschen dämpfen, Mulut. Ahmed, Adem. Tamam. Für Baba fehlt auch noch. Ja. Tamam. Babanın benim tamam. Ha? Altı komple yapışmış. Die Focaccia klebt hier unten, aber ich glaube, weil es entweder noch warm ist, ich habe jetzt wie so ein Kuchenstück geschnitten. Jetzt ging es ab. Ich habe ein bisschen zu wenig Öl genommen, also sie ist auf jeden Fall richtig fett, aber richtig fluffig. Oh, lecker. Aber ich glaube, nächstes Mal entweder nehme ich eine andere Form
Könnt ihr mir mal sagen, oder ich habe zu wenig Öl benutzt, wie gesagt. Aber jetzt langsam geht's raus. Ich glaube, unten jetzt durch die Hitze, durch den Dampf. Aber sieht auf jeden Fall fluffig aus. Aber ich war auch wieder spät dran, ne? Also es hätte jetzt schon noch mal ein bisschen abkühlen müssen, so, aber es ist schon Essenszeit. Also nächstes Mal muss ich auf jeden Fall auch das hier anfangen, früher zu machen. Aber das ist jetzt mein Stück. Wir haben zum Glück nämlich sowieso auch noch Fladenbrot von gestern über. Deswegen ist es dann für morgen. Ne? Nichts wird hier verschwendet. Aber das gönne ich mir jetzt mit der Suppe. Ist ein bisschen groß. Soll ich mal teilen? Wer will es euch teilen? Tofu? Tofu zevkle yapılıyor. Nein, yapma. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme ankesselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Rabbil alemine teşânuhullahu ekber. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي على الوهاب آمين. So, Elhamdülillah. Voll gegessen. Oh, guck mal, ich habe so viel gegessen. Der Bauch ist richtig dick. Oh, so eine Hektik. Ey, guck mal, obwohl ich so viele Helfer hier habe, war das trotzdem wieder so hektisch. Und ihr kriegt das so gar nicht mit, weil, wie gesagt, die Mädels flitzen hier rum. Die haben jetzt nicht die ganze Zeit Kopftuch an hier zu Hause, ne? Für diejenigen, die es auch nicht wissen. Wir tragen ja jetzt kein Kopftuch, weil wir hier unter uns sind. Das heißt, wir kriegen hier irgendwie fremden männlichen Besuch. Aber unter der Familie und ohne Kamera laufen wir hier natürlich nicht mit Kopftuch rum. Dementsprechend, ja, muss ich halt immer auch achten beim Filmen und so weiter. Ist halt das nicht ganz easy, immer da hinterher zu sein. Da machen noch die Letzten den Abwasch. Und ich lade gerade das Video hoch. Es kommt wahrscheinlich kurz nach 20 Uhr online, weil, ja, obwohl mir die liebe Vicky mir das früh geschickt hat, musste ich aber noch mal durchgehen. Ich musste noch den Werbeteil reinpacken und ja, dementsprechend dauert das alles. Und ich war halt mitten im Kochen und dann habe ich immer kurz hier was am Laptop gemacht und dann wieder weitergekocht. Und obwohl alle so mitgeholfen haben, wie gesagt, total hektisch, ne? Die Pierogi übrigens, die haben vom Geschmack her genau so geschmeckt wie aus meiner Kindheit, 1:1, also die Füllung und alles. Das Ding ist, ich habe halt, genauso wie auch bei der Focaccia, Dinkelmehl benutzt. Ich kaufe ja gar kein Weizenmehl mehr und versuche halt eigentlich einfach alles gegen Dinkel zu ersetzen. Gerade wenn ich helles Mehl brauche. Bei Vollkornmehl, da kaufe ich immer frisches Getreide und ich habe ja meine Mühle. Aber durch die Mühle bekomme ich ja nur Vollkornmehl. Ne? Das heißt, ich müsste so ein Sieb kaufen, was so 7 Siebe. Und dann das Mehl durch 7 Siebe, damit ich helles Mehl bekomme. Ne? Deswegen, ja, helles Mehl kaufe ich halt immer jetzt Dinkel 630er. Gotcha, ist super lecker geworden. Aber ich mache die nächste Mal dünner. Aber geschmacklich voll lecker. Mit dem, ich habe ja wieder Bagel Seasoning raufgemacht und mit diesem Olivenöl und so weiter. Hat sich ja Gott sei Dank letztendlich doch noch mal vom Boden gelöst. Steht auch noch hier. Hat noch mal ganz gut geklappt. Ja, ein bisschen klebt es. Entweder, wie gesagt,
Eigentlich normalerweise brauche ich einen Gusseisen, einen runden Gusseisen, was in mein Dings passt. Also einen flachen Gusseisen, so wie so eine Pfanne. Ich habe zwar eine, aber die ist zu groß, die passt nicht in den Backofen, weil darin werden Focaccias immer richtig schön, wirklich auch im Gusseisen eben. Ich gucke mal, vielleicht finde ich noch was. Ich schaue mal gleich, während ich hier warte. Und der Pierogi-Teig war richtig schön. Es gibt ja zwei Varianten. Klassisch, im Polnischen, auch wie ich meiner Oma kenne, macht man kein Ei in den Teig. Viele machen aber Ei in den Teig, weil der Teig sich dann einfacher verarbeiten lässt. Ist aber dann am Ende geschmacklich eher wie so ein Nudelteig. Also ist halt ein bisschen anders. Pierogi wirklich original ist halt ohne Ei. Und der Dinkelmehl neigt ja dazu, sehr weich zu werden. Und das haben wir halt gemerkt, dass das ein bisschen weich war. Und dann haben ja die Kinder das gemacht. Die eine hat ausgerollt, die anderen haben geformt und so weiter. Und da war der Teig zum Beispiel zu dünn ausgerollt. Da sind ein paar auseinandergefallen und so. Egal. Die haben jetzt nicht den Schönheitswettbewerb gewonnen, aber die haben geschmeckt. Das war wichtig. Aber wie gesagt, trotzdem war in der Mitte war der Teig ein bisschen zu dünn. Hätte noch einen Ticken dicker sein müssen. Und wie gesagt, mit dem Dinkelmehl ist automatisch war der ein bisschen schwieriger, weil der Teig dann eben, wie gesagt, ein bisschen weicher ist. Rote Betesuppe ist noch übrig. Jetzt ist hier eine halbe Focaccia noch übrig. Gucken wir mal, was wir morgen machen. Die Mädels wollen auch schon anfangen, den Nachtisch für morgen zu machen. Gibt es dann heute keinen Nachtisch? Nö. Also, Ramadan Tag 3 beende ich auch jetzt hier. Ne? War ein guter Tag, hat gut gestartet, dann wurde er doch am Ende wieder hektisch. Ne? Komm her, mein 70 Boy. Du guck doch mal, der sieht so cool aus. Nein, 70, ich meine, du siehst aus wie aus den 70ern gerade. Malik Musa hat gerade so eine coole Frisur. Ich sage, das erinnert mich gerade, sieht ja aus wie mein Vater in jung. Ich habe noch so ein Foto von meinem Vater. Da hat er so einen Karateanzug an, ist halt auch noch voll jung. Hat auch so einen dünnen Schnurrbart. Und die Haare so, das erinnert mich gerade an meinen Vater. Mein kleiner Polacken Johnny. Also, deswegen, ich hoffe, der Ramadan-Vlog vom Tag 3 hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Bitte immer Daumen nach oben da lassen, gerne mal supporten, kommentieren und so weiter für die ganze Arbeit, die wir hier machen. Danke auf jeden Fall, ihr seid auch immer super, super lieb in den Kommentaren. Ich bin aktuell, schaffe ich nicht immer so alles zu lesen und zu antworten. Sorry dafür, weil es ist wirklich so viel, was man so parallel eben macht und kaum Zeit findet für diese Sachen. Deswegen habt ihr da hoffentlich Verständnis. Ich versuche da immer gut mitzulesen und wir gucken mal die nächsten Tage, dass wir vielleicht noch so immer wieder mal so ein Chai and Talk reinpacken, wo ich mal so ein bisschen Kommentare lese und wir so ein bisschen ja darauf vielleicht eingehen oder so. Ansonsten, ja, was ihr sonst noch so vom Alltag sehen wollt, sagt mir gerne Bescheid. Wie gesagt, ich versuche da immer unterschiedliche Eindrücke mit reinzupacken. Freue mich auf jeden Fall, dass bei euch die Vlogreihe immer so gut ankommt. Deswegen will ich das auch immer ja regelmäßig machen und jetzt wieder bla 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 könnte ich so sitzen und euch jetzt 3 Stunden wieder zutexten. Aber ja, ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns morgen bei einem neuen Ramadan-Vlog wieder. Bis dann!